Hi, ich bin der Philipp, ich bin der Johannes, wir sind Zwillinge und das ist unser bester Freund Erik, wir sind die Real Life Guys. Wir haben uns noch nie so wirklich vorgestellt. Wir haben letztes Jahr unser Abi gemacht und uns dann für dieses Jahr vorgenommen, alle unsere verrücktesten Ideen endlich mal umzusetzen. Das ist jetzt unser Jahr 2017. An einer alten Kiesgrube hatten wir ein über 200 Kilo schweres altes Stahlseil gefunden, das wir zuerst über einen kleinen Steinbruch, dann über einen anderen See gespannt haben. Nachdem wir unsere Badewanne dann zu einer Seifenkiste umgebaut haben, die gleichzeitig ein Amphibienfahrzeug ist und mit unserem selbst gebauten Floß auf dem Rhein von der Polizei angehalten wurden, haben wir beschlossen, mit unserem besten Freund und unserem Tandem von Darmstadt aus nach Kroatien zu fahren. Wir haben uns einfach auf den Weg gemacht, 1700 Kilometer, ohne genaue Route, einfach mit dem Zelt und Schlafsack. Wir haben 7 Länder durchquert, die schönsten Sonnenuntergänge und die schlimmsten Gewitter erlebt. Wir haben unterm Sternhimmel in Steinbrüchen, unter Brücken oder am Strand wild gecampt und immer abends am Lagerfeuer gekocht. Wir haben uns verfahren, sind stecken geblieben, unser Gepäckträger ist abgebrochen, wir hatten 4 Platten und 8 gerissene Speichen. Wir haben alte Höhlen und Bunker entdeckt, sind durch Minengebiete gefahren und haben unglaublich viele hilfsbereite Menschen kennengelernt. Und das alles in nur 14 Tagen und für 2,50 € am Tag. Als wir dann von Kroatien zurückgekommen sind, haben wir zuerst unser Fahrrad so umgebaut, dass wir damit hinter unserer selbstgebauten Motorwinde übers Wasser fahren konnten. Wir wollten schon immer den Sound von einem Pulsjet in echt hören und so haben wir einen gebaut, an unserer Badewanne geschraubt, sind damit übers Feld gefahren und haben Würstchen daran gegrillt, bis uns die Polizei erwischt hat, die wir aber schnell davon begeistern konnten. Wie wahrscheinlich viele von euch wollten wir schon immer mal so richtig weit weg, hatten aber bisher weder das Geld noch die Zeit dazu. Deshalb haben wir ganz einfach im Internet nach Flügen gesucht, den günstigsten Flug von Berlin nach New York für 120 € gebucht und 5 Wochen später ab Miami wieder zurück. Wir wussten weder, wo wir schlafen konnten, noch wie wir die ganze Strecke zurücklegen sollten und hatten uns vorgenommen, kein Geld für Fahrtkosten oder Unterkünfte auszugeben. Obwohl uns jeder davon abgeraten hat, sind wir die ganzen 2500 Kilometer, also die ganze Ostküste von Amerika, bis auf Key West in über 30 Autos getrennt. Wir sind bei Obdachlosen mitgefahren, die im Auto gelebt haben, hinten auf der Ladefläche von Pickups, mitten auf dem Highway, aber auch bei Besitzern von Golfplätzen, die uns immer wieder schwer von unserer verrückten Idee abgeraten haben. Weil das Trampen in den meisten Bundesstaaten illegal ist, wurden wir 8-mal von der Polizei angehalten, insgesamt mit 15 Polizeiautos. Aber wir haben uns nicht aufhalten lassen, wurden weder erschossen noch vom Hurricane umgebracht, der genau dann durch Miami gezogen ist, als wir dort waren. Wir haben außer an 5 Tagen immer einen Schlafplatz bei netten Menschen gefunden, meistens über Couchsurfing. Dafür haben wir einen Schuppen gebaut, ein Haus renoviert, am Fließband in einer Fabrik gearbeitet und unseren ersten Fisch geangelt. Wir haben fremden Menschen vertraut und gelernt, dass es überall auf der Welt noch so viele gute Menschen gibt, die wir niemals kennengelernt hätten, wenn wir nicht einfach an das Gute in jedem Menschen geglaubt hätten. Von Miami ging der billigste Flug dann nach Oslo und weil wir schon immer die Polarlichter sehen wollten und jetzt schon in Schweden waren, haben wir uns spontan dazu entschieden, mit 2 Freunden und dem kleinen Fabia immer weiter in den Norden zu fahren. Noch an den Strand in Miami gewöhnt, sind wir in eiskalte Seen gesprungen, wir haben bei minus 10 Grad draußen geschlafen, am Feuer gekocht, ein Loch ins Eis gehackt, sind daran baden gegangen, haben einen Platten bekommen, mussten mitten im Nirgendwo abgeschleppt werden, haben die allerschönsten Landschaften gefunden, wilde Tiere beobachtet und am Ende endlich die Polarlichter gesehen. Nach 2 Wochen sind wir wieder zurückgefahren und haben wieder angefangen, verrückte Sachen zu bauen. Wir haben unser Fahrrad zum Snowboardbike umgebaut und uns daran erinnert, dass wir schon immer fliegen wollten. Also haben wir angefangen, den kleinsten bemannten Heißluftballon der Welt aus Alufolie zu bauen. Nach 3 Versuchen, bei denen unsere GoPro aus 70 Meter Höhe aufs Eis gekracht ist, aber trotzdem überlebt hat und wir wochenlang am Ballon gearbeitet haben, hat es endlich geklappt, auch wenn wir nicht sehr hoch geflogen sind. Wir sind bis nach Hamburg ins Klimansland gefahren, haben dort unseren Alu-Heißluftballon ein letztes Mal getestet, eine Puppe daran gehängt und bewiesen, dass wir fast 100 Meter hoch hätten fliegen können. Und danach haben wir eine Hot Tub aus unserer Badewanne gebaut und andere verrückte Sachen gemacht, für die wir zu perfektionistisch waren, um ein Video daraus zu machen. Wir haben versucht, mit unserem Snowboardbike vom Eis aus übers Wasser zu fahren. Unsere selbstgebaute Kupplung hat allerdings nicht funktioniert und so haben wir es niemals mehr als 2 Meter übers Wasser geschafft. Mit dem Frühling war auch unser Fernweh wieder da. Wir sind in die Schweiz und nach Frankreich getrennt und haben uns überlegt, mit Freunden einen alten Bus zu kaufen. Bei unseren Freunden ist leider etwas dazwischen gekommen. Wir haben den Bus trotzdem gekauft, ihn etwas umgebaut und haben euch gefragt, ob ihr mitkommen wollt. Ihr habt uns hunderte Anfragen geschickt, wir haben versucht, die richtigen Leute zu finden und sind 2 Wochen später losgefahren, ohne manche von euch jemals vorher getroffen zu haben. Also sind wir zu 9 ohne ein wirklichen Ziel in den Süden gefahren, wir haben alles angeschaut, was wir interessant fanden und haben in Pisa beschlossen, dass es uns zu langweilig ist, die typischen Touristenbilder zu machen. Wir haben unser Auto an seine Grenzen gebracht, wie immer wild gecampt und für alle am Lagerfeuer gekocht. Kurz vor Rom wurde unser Auto dann aufgebrochen und fast alles gestohlen. Wir wurden von einem Italiener eingeladen, der uns noch einmal gezeigt hat, dass es überall auf der Welt gute Menschen gibt und haben versucht, das Ganze positiv zu sehen. Weil wir es einfach nie geschafft haben, mit unserem Longboard hinterm Auto herzufahren, haben wir beschlossen, ein Offroad-Longboard zu bauen
uns hunderte Male damit hingelegt, gelernt, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, wenn etwas nicht beim ersten Mal klappt und am Ende tatsächlich geschafft, überall damit zu fahren. Weil das so gut geklappt hat, haben wir für unser Offroad-Longboard einen Raketenantrieb entwickelt, kugelgelagerte Räder an unser Bobbycar geschraubt, haben es an unsere selbstgebaute Winde gehängt, eine Rampe gebaut und sind damit in den See gesprungen. Wir haben gemerkt, dass es meistens die kleinen Dinge sind, die einen wirklich glücklich machen, und wenn man die Freude mit Freunden teilt, ist sie gleich doppelt so groß. Wir sind von Klippen gesprungen, haben die schönsten Schlammbäder gefunden und wurden fast vom Blitz erschlagen. Wir haben unter der Stadt alte Katakomben entdeckt, darüber ein Video gemacht und mussten es kurz darauf wieder offline nehmen, nachdem sich die Stadt darüber beschwert hat. Dann haben wir endlich angefangen, uns einen unserer größten Kindheitsträume zu verwirklichen und angefangen, uns ein echtes U-Boot aus 2 Badewannen zu bauen. Wir haben es nach monatelanger Arbeit und vielen Tests endlich geschafft, 3 Meter tief zu tauchen, dann ist es undicht geworden und wir mussten den kompletten Eingang neu bauen. Und weil wir nicht nur in den Baggerseen tauchen wollten, haben wir uns spontan überlegt, mit dem U-Boot nach Estland in ein überflutetes Gefängnis zu fahren. Wir haben euch wieder eingeladen mitzukommen und diesmal noch mehr Anfragen erhalten. Wie letztes Mal haben wir super nette Leute kennengelernt und sind in 3 Tagen bis an den See gefahren. Hier ist in uns 7 Meter Tiefe der Schnorchel gerissen und wir haben noch einmal gemerkt, wie gefährlich die ganze Aktion ist. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben, alles mit Klebeband repariert und sind am Ende 1,5 Stunden durch das Gefängnis getaucht. Alle unsere Arbeit war nicht umsonst gewesen und wir konnten es kaum glauben, dass alles geklappt hat. Ein paar Monate später haben wir dann festgestellt, wie knapp das Ganze war, als unser U-Boot unbemannt in 12 Meter Tiefe implodierte. Im Sommer haben wir uns an unsere erste Seilbahn erinnert und an einen versteckten See im Wald ein 200 Meter langes Stahlseil gespannt. Wir wurden von O'Neill nach Berlin eingeladen, um für die Wakeboard-Weltmeister ein Wakeboard zu bauen. Es hat tatsächlich funktioniert und wir haben endlich selber das Wakeboard-Fahren gelernt. Und weil uns das so viel Spaß gemacht hat, sind wir mit unseren Freunden auf einem alten Surfboard vom Sperrmüll hinter einem Motorboot über den Rhein gefahren. Unser Kanal ist immer weiter gewachsen und so haben wir endlich die Möglichkeit, unsere allerverrücktesten Träume anzugehen. Wir haben geplant, eine Drohne zu bauen, mit der wir selber fliegen können und die Teile dafür in China anfertigen lassen. Dann haben wir einen Roadtrip nach Polen gemacht und auf dem Weg in Deutschland Landschaften gesehen, von denen wir nicht einmal wussten, dass es diese hier gibt. Wir haben alte Häuser im Osten erforscht und den unglaublich schönen Sternenhimmel weit weg von jeder Zivilisation bewundert. Wir haben noch einmal gemerkt, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben, die einem Neues zeigen, motivieren, rauszugehen und neue Abenteuer zu suchen. Genau ein Jahr nachdem wir in unserem ersten YouTube-Video mit dem Rad an die Nordsee gefahren sind, sind wir diesmal immer an der innerdeutschen Grenze entlang bis an die Ostsee gefahren. Wir haben 600 Kilometer in 5 Tagen zurückgelegt. Eigentlich wollten wir ein Video darüber machen, dann ist unsere Drohne nach 100 Kilometer ausgefallen und wir haben beschlossen, diese Tour ohne Technik zu genießen. Wieder zu Hause haben wir die Wartezeit auf die Rotoren aus China genutzt, um einen Gleiter zu bauen, mit dem wir selber fliegen wollten. Nach wochenlanger Arbeit haben wir ein echtes Flugzeug gebaut. Wir haben es trotz Seitenwind getestet, sind einen halben Meter hoch geflogen und haben uns dann auf einem Feld überschlagen. Wir haben alles repariert, sind beim nächsten Test mit dem Vorderrad bei 50 km/h im Feld stecken geblieben, haben uns wieder überschlagen, aber trotzdem nicht aufgegeben und sind fest entschlossen, das ganze Projekt fertig zu machen. Dann wollten wir endlich die Propeller für unsere Drohne testen, haben einen an unser Fahrrad geschraubt und sind von der Polizei erwischt worden. Ihr hattet die Idee, dass wir ein Hovercraft bauen sollen. Wir haben die Idee innerhalb von einer Woche umgesetzt und haben ein Hovercraft gebaut, mit dem wir über die Straße und über unseren See schweben können. Danach haben wir zusammen mit der Yes-Series Snowboards in unsere Badewanne geschraubt und haben dann endlich die Propeller für unsere Drohne bekommen. Zuerst haben wir Kartoffelsäcke daran gehängt und weil das so gut geklappt hat, hat sich Erik darauf gesetzt und ist tatsächlich geflogen. Weil der Schwerpunkt noch nicht ganz gestimmt hat, haben wir das Ganze dann aus einer Badewanne gebaut und sind in einer Sporthalle richtig gut geflogen. Als nächstes werden wir unsere Badewannendrohne dann draußen testen, wenn es wieder etwas wärmer ist. Vielen Dank nochmal für jetzt schon über 280.000 Abonnenten. Ich bin mir sicher, dass das nächste Jahr noch besser wird als dieses. Wir haben uns auf jeden Fall richtig gefreut, dass wir viele von euch inspirieren konnten, rauszugehen und Dinge selbst zu unternehmen, denn das ist ja eigentlich unser Ziel mit dem Kanal. Genau, ihr fragt uns ja immer, wer jetzt eigentlich zu den Real Life Guys gehört, und das sind nicht nur wir und unsere Freunde, sondern jeder, der sein Leben nicht virtuell leben will, sondern rausgeht und was im Real Life unternimmt.